Oder man soll gar nicht an den Computer. Oh, doch, ich kann. Johann Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Ja, mein Dinner The WoW ne? has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. It's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Und dann flog ihr der Kopf um die Ohren. Wusste ich nicht. Jetzt so ein Interesse hier. Also ich vermute, dass wenn Ross unten von irgendeinem Roboter oder sowas erwischt worden ist, dass entweder das Archi-Team seinen Körper auf die Plattform gelegt hat und Bauer hat das Ding nach oben geholt oder dass einer seiner Roboter das erledigt hat. Das würde voraussetzen, dass Bauer ein aktives Interesse daran hat, den Körper zu bergen. Noch ein lebender Körper. Nichts nach irgendwas Sinnvollen aussieht. Der Lüftungsschacht macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dass er überhaupt hier ist. Ah, shit. Da ist der Kopf ersetzt worden durch irgendwelche Latrine. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich an den Kasten daran muss? Okay.
Was denn jetzt? Nope. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das mit dem Brechen des Gas kann ich eventuell durch die Note aktiviert haben. Oh, das war gerade ein bisschen unlustig. Gebe ich dir aber auch vielleicht mehr Kontrolle über die Anlage, wenn ich ihre Notes benutze? Nope. Kein Bock da drauf. Shut the door, Cat. Lock it up. What's happening? Lock the door. What's going on? Managed to piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. War mir so klar, dass das Vieh mir auf den Sack gehen wollte. This is crazy. Don't worry, it'll work. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alter. Das ist so ein Frankensteins-Monster-Ding jetzt. Terminal again. Die Frage ist, solange ich in dem Körper bin, ob vielleicht irgendwas mit meinem Körper passieren kann. Achso, muss ich an der Kontrolle irgendwas machen, ne? Und ist ja diese... Jetzt ist das Cortex-Ding da auch noch mit drin und die Batterie. Oh, schön, schön. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Ich meine, einen Weg zurück gibt es jetzt im Prinzip nicht mehr, weil das andere Vieh da jetzt hockt. Das ist so ein No-Return-Ding. We need to loop back there
activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Das sieht doch schon gut aus. Warum will er das nicht akzeptieren? Bin ich blöd oder was? Ich meine, Ausgleich ist, glaube ich, bei 0. Aber keine von den Amplituden oder Frequenzen sehen irgendwie passend aus für mich. Das hier theoretisch. Ja, ich muss das machen. Das Ding läuft doch viel schneller nach rechts als... Das sieht doch schon fast gut aus. Wo ist das Problem jetzt? Der wird... Am Anfang läuft er immer noch gerade und dann wieder nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, die Geschwindigkeit vielleicht. Eins, zwei, dreimal hoch geht der.
das sieht doch gut aus. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Auf das noch mehr Gaumonster kommen. Sorry about any discomfort. This should be over soon. Ich würde mich ja besser fühlen, wenn die Tür geschlossen wird. Most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just, Why was it still talking? it's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in his fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Okay. Ich meine, dass ich eine Kopie von einem Gehirn bin? Oh. Was ist, wenn der Simon vor mir nicht der erste Simon war, der durch diese Anlage geschlichen ist? Ich meine, ich habe reichlich andere Körper gesehen, die in Momenten eingebettet waren und so ein Kram, aber noch keinen, der aktiv so ein Cortex-Ding im Kopf hatte. Und das ist fies, dass ich nochmal kopiert wurde. Mein eigentliches Bewusstsein ist ja jetzt hier. Aus meiner Spielersicht bin ich immer noch dieselbe Person, aber ist es ein anderer Simon? Das ist ja vielleicht gehässig, ey. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich in diesem Augenblick tun würde. Ich würde wahrscheinlich versuchen, ihn erstmal wiederzubeleben. Weil die Möglichkeit wäre, dass ich sein Cortex-Chip mitnehme. Nummer 5 ist tot. Das heißt aber auch, dass der Körper, den ich hier vor mir habe, irgendjemand in den Sitz gesetzt hat, so ein Cortex-Ding reingehauen hat, einen Akku reingeschmissen hat mit obendrein und Strukturgel in den Anzug gekippt hat. War vielleicht die Person, dessen Blut ich vor dem Sitz gesehen habe, der von irgendeinem der Viecher erwischt worden ist. Oder einem der Roboter. Und gekillt wurde. Die Frage ist, wer hat Simon aktiviert? Ich weiß nicht, was grausamer wäre. Also ehrlich gesagt finde ich, das ist jetzt eine Gnadentod quasi. Weil wenn er wieder aufwacht,
der würde durchdrehen. Absolut durchdrehen. Weil er nicht wüsste, was jetzt passiert. Und er wäre dann in diesem Raum hier quasi gefangen, weil er kann selber nichts mehr machen. Außer er befreit sich mit Gewalt. Und ich meine, was wäre dann für ihn noch übrig? Nach unten kann er nicht, weil er den Anzug nicht hat. Raus kann er nicht, weil Viecher im Weg sind. Und selbst dann, wo sollte er hin? Andere Gebiete, wo Roboter noch aktiv sind, die ihm auf den Sack gehen dann? Das würde für mich keinen Sinn ergeben. Ich persönlich würde mich selber nicht so einer Situation aussetzen wollen. Deswegen wäre meine Idee, töten, Cortex-Chip mitnehmen. So im Prinzip, wenn ihr das Spiel kennt, Primordia, da haben die Roboter alle einen Chip im Kopf, den man mitnehmen kann und einen neuen Körper bauen kann, theoretisch. Oh, fuck, ist das abgefuckt. Und ja, es wäre Change Body at Omicron. Achievement. Es wäre schön gewesen, wenn Catherine mich darüber informiert hätte. Sie hat ja selber offensichtlich kein Problem damit, dass man das mit ihr macht. Sie hat das ja sich selbst angetan. Das hätte natürlich immer noch selber Ergebnis gehabt, dass Simon dann immer noch hier oben gestrandet wäre, aber immerhin immer noch ein Unikat wäre. Oh fuck, ich hasse Abgründe. Jetzt überwältigt ihn nicht dieses Abgrund-Angstgefühl. Aber es ist hier kein Fahrstuhl. Wobei auf der anderen Seite, auch wenn hier kein Fahrstuhl ist gerade, wäre es nicht logisch, wenn er einfach runterspringt? Ich meine, das würde eine Weile dauern, nach unten zu kommen. Aber dank der Powersuit dürfte der Aufprall unten nicht allzu schwierig sein. Da das Ding ja immer noch gegen den Druck gesichert ist. Das knarrt hier aber auch ganz schön. Das ist der modernste Haifischkäfig, den ich bis jetzt gesehen habe. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Halten, hoch und runter. Take us in and we'll be off. Meeres... Have we figured out Lagisch. what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? Das ist oh oh. What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same Oh, people? wieder weg. Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please.
I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I did it, you know, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Jupp, Catherine? das ist gerade passiert. Hello, Catherine. What happened? Ich kriege keine Quallenlichtshow zu sehen. Natürlich wackelt das ganze Ding. Hey, I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Nochmal eben drauf eingehen. Ich war, glaube ich, oben im Dämmerlichtbereich gewesen vorher. Oder? Ja, vielleicht auch noch im Sonnenlichtbereich. Ich meine 0 bis 200 Meter. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than movement. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst.
Ich meine, die ganzen Engramme könnte man auf der Erde lassen, dass die sich mehr oder weniger vermehren und kopieren und die Oberflächen wieder besiedeln können, weil eine Maschine wird ja kein Problem mit Strahlung haben. Oh! Er wieder. Ross. Vermute ich. Also ich glaube immer noch, dass es Ross ist. Oder mal war.